Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Danganronpa Version 3 Killing Harmony. Hier dran an sich Julia und ja, im letzten Teil, da war was los und das ist etwas, was mir persönlich wirklich nicht gefällt. Und zwar, dass sich da wirklich jetzt die Schüler so aufgeteilt haben und zwar in den Student Council, die im Grunde sich ja hier der Ähnliche und dem Autor jetzt hier unterworfen haben. Ja, alles, was der Autor sagt, das muss geschehen, das muss passieren. Und natürlich ist ja die Ähnliche die einzige, die den Autor hören kann. Und halt die andere Seite, die jetzt dann noch logisch an die Sache dran gehen will. Und darunter sind halt der Kaito, die Maki, der Kokichi. Wer war es noch? Die Miu und ich, der Shuichi. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Free Time und was kann ich machen? Genau, der Kyo. Der Kyo darf ich bloß nicht vergessen. Und warum mich das persönlich auch so ärgert, ist, viele der Charaktere, die ich mag, haben sich da jetzt angeschlossen. Der Kibo, die Tsumugi, der Gonta, also wirklich. Ja? Und was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ich möchte irgendwie nicht, dass diese Charaktere mir dann weniger dann bedeuten. Also wenn ihnen was passiert, natürlich klar, aber trotzdem halt eben dieser blinde Glaube. Ich kann es verstehen, ein Glaube, manche Menschen, die brauchen etwas, an das sie glauben können, aber halt dieser blinde Glaube, oh, das, was er sagt, das muss geschehen, das muss so sein. Aber die denken man nicht mal für sich selber nach, zum Beispiel, dass die Angie dann hier ein Flashback-Light zerstört hat oder dass die über unseren Kopf hinaus entschieden haben, der Rantaro soll wiederbelebt werden. Ich kann es verstehen, aber dass halt die das einfach nur so für sich entscheiden, das ist der Punkt. Ja. So, was mache ich? Was mache ich? Ich kann mich jetzt mit ein paar Leuten noch hier austauschen. Ich habe ja nicht so viele Geschenke, wo ich weiß, das könnte jemandem gefallen. Ja. Zum Beispiel habe ich da dem Kibo diesen Katalog gegeben. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er sich darüber gefreut hat, weil der meinte, oh, ich bin ja so robophobisch. Was könnte ich jemandem geben? Dass dieses Modell wäre was für die Tsumugi. Hit by Secret Chill, a punch from Superhuman, das punch by obvious break on the third hit. Ich habe zweimal diesen Kompass. Ganz ehrlich, es wäre was, wenn ich nochmal was für den Kyo hätte. Oder was für die Maki. So langsam, auch wenn die Maki... Das ist wahrscheinlich der Punkt, weil die Maki so von den anderen so negativ eingestuft wird, zeige ich Interesse an ihr, weil es ist oft so, dass einer, der halt negativ dann hier... Also was will ich sagen? Jemand, der so schlecht behandelt wird, ist im Grunde einfach ein guter Mensch und ist halt nur missverstanden, ja? Nur was könnte ihr gefallen? Was könnte zu ihr passen? Moment. Wir können uns ja die Sachen anschauen. Was mag denn die Maki so? Morning Lake Shores. Dislikes Winter Lake Shores. Das wurde Ultimate Assassin, wurde jetzt auch hier... Interessant, dass das jetzt hier verändert wurde, aber sie konnte anfangs ein anderes Talent angeben. War wahrscheinlich ein Teil von ihrem eigentlichen Talent der Täuschung. Lake Shores, also die mag Sachen, die mit dem See zu tun haben, im Wasser. Easy to move workout gloves that rig away sweat. With these you can work out all day and still be comfortable. Wäre das was für sie? Workout Clothes? Gut, wir haben ja gesehen, dass die dann... Das wäre das been knitted with love in every stitch. Das wäre in viel senses involved in the power of love and will stay warm through even the coldest winter. Ein Sweater und sie mag es nicht, wenn es kalt ist. Das könnte was sein. Gut. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass ich da gar nichts habe, was ihr gefallen könnte und dann wird sie mich hier nur abweisen. Aber hey, warum nicht? So, jetzt muss ich noch schauen, wo die Maki ist. Wo ist die liebe Maki? Wo ist sie nur? Die sind hier. Und... Maki ist in ihrem Zimmer. Ihrem Labor meine ich. Nee. In der Bibliothek? Was macht sie denn hier bitte? Da war ich ja lange nicht mehr gewesen, nachdem hier der erste Mord stattgefunden hat. Servus. There's no way you can resurrect the dead. Rantaro definitely died. Kaede and Kurumi died right before our very eyes. Should I hang out with Maki for a while? Yes. Fine. I don't feel like doing anything particular.
So I let you decide. Was machen wir denn Schönes? I spent some time with Maki. Maki and I grew a little closer today. Would you like to give Maki a present? Yes. Wie wär's mit diesem... Wobei, dieses Schere, Stein, Papier, Kartenspiel wäre doch was, weil da heißt es nämlich... Oder das Schwert, aber... es heißt... Pure I correct the sword. You can give it away. You can give it away, but something good might happen if you keep it. Ich habe andere Gegenstände und wenn sie hier Waffen mag, könnte das ihr helfen. Oder das hier, das Schere, Stein, Papier, Kartenspiel. If you bet your life on this game, it can be a thrilling psychological battle. Wisst du was, das probiere ich. Das probiere ich, das könnte für sie passen. Und? I don't think it's bad to give presents after spending time. But you should really think about the present first before giving it, don't you think? Okay, es hat dir nicht gefallen. Naja, ein Versuch war's wert. Ich habe aber auch nicht viele Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Oder? Habe ich jetzt nochmal Zeit oder gibt es eine Durchsage? There's still time until nighttime. Okay, wir können nochmal mit jemandem interagieren. Ja, mit wem? Dann könnte ich eigentlich dem Kyo was geben. Was wollte ich dem Kyo geben? A drink based on the story of opera dissolving a wonderful person in a coffee is said to be good for beauty. Das wäre vielleicht was für die Mio, weil die steht ja hier auf, die redet ja immer von ihrer Schönheit, aber es hat ja auch was mit Folklore zu tun. Mit der Tradition und so weiter. Also könnte das was für ihn sein, für den Kyo. Samazon doll. A chimeric doll that spins like a twirling dervish. It's a very popular Turkish souvenir. Das wäre auch was. Sparkly sheet can be used to clean rope. Can also be used to clean robots. Will ich das beim Keyboard nochmal probieren? Aber im Moment, ja, irgendwie bin ich gerade nicht so angetan, den Leuten, die sich hier der Sache mit der Tour angeschlossen haben, da irgendwie da ein Geschenk zu machen, ganz ehrlich. Und in diesem, es ist wirklich so, dass von Kapitel zu Kapitel es ist so, ich habe mehr Interesse an gewissen Charakteren, weil da ändern sich wirklich die Beziehungen untereinander. Und jetzt muss ich sagen, die Maki und der Kyo, die haben es mir wirklich angetan. Toy blocks made of rice, so they're soft. A baby is to put in the mouth, but they go bad if they aren't eaten right away. Ne. Das wäre nix. Single slash, you can give it away. Divine Power capable of taking out an AP with a single slash. Divine Power, das klingt mir eher was die Angie so nutzen könnte. Ich glaube, ich versuche mal, ob sich der Kyo über... Was war es nochmal gewesen? Ob er sich über diesen Cocktail, ob der sich über das freut. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Kann ich mich irgendwo hinterpretieren? Der Kyo war... Es hat sich bewegt. Wo ist der bitte? Dem Rokichi gebe ich sicher nix. Könnt ihr vergessen. Der hat gar kein Geschenk verdient. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die mögen den Rokichi für seine Witze oder was auch immer, ja. Und können ihn sogar gerne, aber ich nicht. Ne. Oh je. Zumindest kommt ja ein bisschen Sonnenlicht rein. So, Kyo, wie geht's, wie steht's? Ah, yes, I don't wish you to misunderstand. Seances and necromancy are two different things. Necromancy defies the dead. Should I hang out with Kyo for a while? Ah ja, genau, Nekromantie ist ja, man tut einen Toten ohne sein Einverständnis hier, also gewaltsam wiederbeleben. Und Seance sind dann besser für die Seele? Hangout, natürlich. You wish to hear of the differences? As I thought, you have an interest in seances. Ja, so ein bisschen ganz ehrlich, ja, so, nicht, dass ich wirklich dran glaube, aber halt die Geschichten dahinter sind schon interessant. I listen to Kyo talk endlessly about seances. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Seances. Kyo and I grew a little closer today. Would you like to give Kyo a present? Definitely. Ein klarer Cocktail für zwischendurch, mein Freund. Und, freust du dich? I may have this. Much appreciated. You enjoy giving gifts? Perhaps we can discuss cultural gift-giving practices.
Since you're here, you wish to learn more about anthropology, yes? Ich würde sagen, das war gut, wenn wir eine Interaktion kriegen. Yes, I would like to learn more if that's alright with you. Of course, I will speak of it for as long as you wish to hear of it. Perhaps we should sit somewhere for our discussion. Und trinken ein bisschen ja Cocktail. Ich trinke das zwar nicht, aber hey, ich trinke auch gern was anderes dabei. We decided to sit in the dining hall and drink some tea while we talked. Oh, lecker Tisch, warum nicht? You seem to be looking at me with a strange expression. Is something wrong? Well, you're always wearing that mask here. Raus aus meinem Kopf! Ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, hey, wir sind in der Dining Hall. Der hat zwar da diesen Zipper, diesen Reißverschluss, aber warum trägt er eigentlich die ganze Zeit die Maske? Das ist nur zwei dummer ein Gedanke, gell? I was just wondering how you would drink tea. Ah, this. I take it off at times like these. Sehen wir jetzt sein Gesicht? So he does take it off sometimes. That makes sense, or else he couldn't eat or drink. Siehst du nicht den Reißverschluss da? And I replace it with a mask for meals. A mask for meals? Er hat eine Maske extra fürs Essen? That is correct. I have one for bathing, sleeping and even exercising. Muss es nicht unter der Maske ziemlich feucht werden? Also, das ist jetzt wieder ein bisschen too much information, aber ich habe das halt ein bisschen an meinem Rücken, wegen dem Duschen, ja, dass ich manche Stellen da nicht so gut abtrocknen kann, ja. Und da kann sich halt die Haut ein bisschen hier verfärben. Und wie ist es da jetzt unter der Maske? Der nimmt das ab und dann hier, alles hier rot und quirlig. Oh. So he has a variety. If you will excuse me. After excusing himself, Korikio turned his back to me and began changing masks. He could just take it off. He doesn't have to have so many kinds. Why so particular about that? Thank you for waiting, Chuichi. Huh? Did you change your mask? I did. This is the one for meals. It looks like exactly the same. Vielleicht ist die Innenseite anders. So I will proceed to enjoy this tea now. Oh, guter Jahrgang. Okay. This tea has a nice scent. I usually prefer green tea, but this is wonderful. Korikio looked to be in a trance as he brought the cup of tea to his lips. But won't it just spill on the mask? Ein paar Soundeffekte für zwischendurch. Ah, a mellow flavor that makes itself familiar to the tongue. Hä? The mask isn't red. Did you pour it in the slit? Vielleicht ist es wirklich eine ganz spezielle Maske, die halt Flüssigkeiten durchlaufen lässt. I didn't even see him do it. Ah, and we have cookies as well. Cookies, yeah! They look delicious. Cookies. I'll definitely get to see him take off his mask to eat it. Das erinnert mich jetzt gerade so stark an Naruto mit dem Kakashi, das ist ein Charakter, also Ninja, der auch die ganze Zeit eine Maske trägt und andere Charaktere versuchen dann sogar in einer Folge unbedingt sein Gesicht zu sehen und am Ende sagt er nur so, hinter dieser Maske, tragt zum Schutz immer eine andere Maske. Am Ende sieht man ihn sogar mal mit dem Gesicht und er ist ein sehr gut aussehender Mann, ja, also das konnte ich mir auch beim Kyo hier vorstellen. I held my breath and watched. Kyo brought the cookie to his lips and... What happened? The cookie just disappeared. What is the matter? The cookie just disappeared. Well, yes, because I put it into my mouth. Ist es irgendwie wie bei Portal? Das ist so ein Film dann und alles, was durchgeht, wird einfach hier dissolved oder was? But it didn't look like you ate it at all. You're wondering how I ate it, aren't you? If you're waxed by such trivial things, then your world is still very small. Vielleicht ist er einfach nur ganz schnell, der macht so... I will open up your world through anthropology, if you so desire. Kommt ein Friendship Fragment, yo! Das ist jetzt ich glaube, das ist jetzt der erste Charakter, wo ich jetzt eine zweite Blüte habe, oder? After sharing some tea, I returned to my room. Also habe ich beim Kibo wirklich Mist gebaut mit dem Geschenk? Aber ganz ehrlich, was würde ich ihm denn jetzt noch so schenken können, außer roboterbehaftende Dinge? Ding dong bing bong, baby.
Die haben immer noch zu tun, die Monokrabs, hä? Anyway, I suppose it's nighttime. Angie established a curfew at nighttime. I wonder what will happen to training. Genau, das mit dem Kaito habe ich total vergessen. Der ist schon seit dieser Ansage mit dem Toten wiederbeleben, ist der so komisch drauf. Was ist da? Was hat's damit auf sich? I should go see what Kaito has to say about this. I'm worried about him. Oh ja, das bin ich. Aber erstmal gucken wir, was wir jetzt Neues über den Kyo erfahren haben. Info. He has different bathing, sleeping and even exercising masks. When I expressed my surprise at this, he told me he would open my mind with anthropology. Aha. Oder habe ich noch einen anderen mit 2 Blütenblättern? Nö. Er ist der Erste. Also je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto mehr Infos kriegt man über die. Du grinst. Lass mich in Ruhe, du und dein blödes Grinsen. Naja, apropos, wenn euch ja natürlich auffällt, hey, Jobo, das hast du aber sehr weit im Voraus aufgenommen. Warum das Ganze? Hast du keine Zeit oder was? Bist du unter Zeitdruck? Nö. Der Grund ist einfach, mir gefällt das Spiel richtig gut, ja. Andere, die lesen gerne sehr viele Bücher. Ich habe innerhalb meiner 30 Jahre jetzt schon nur so viele Bücher gelesen, die passen hier in ein Regalfach rein. Ja, in eines von mehreren. Aber Videospiele. I should go see what Kaito has to say about this. I'm worried about him. Aber solche Videospiele, ja, also das ist so eine Kombination zwischen Visual Novel, also viel wird über Bilder erzählt, aber auch so Minigames und auch so Fantasy oder Science Fiction ist dabei. Also dieses Spiel umfasst so viele verschiedene Sachen, das ist schon wirklich für mich interessant. Und daher, wenn ich halt eben Lust und Laune habe, was aufzunehmen, ist häufig Danganronpa der Fall. I wonder if Kaito's okay. I hope he's feeling a little better. Right as I was about to ring the bell, click. The door to Kaito's room opened and out came... Wer ist rausgekommen? Maki? Was machst denn du zu dieser Zeit in diesem Raum? Ah, Maki. Oh, was soll denn der finstere Blick? Is she mad? Ah, ich dachte schon. Oh, Kaito, hast du was Falsches gegessen? Oh, hey, Bro. Perfect timing. I gotta apologize to you, too. He told me he was going to skip today's training, too. So he still doesn't feel well. It's pathetic, but I haven't been able to eat or sleep much since yesterday. I think I'll get better if I just rest a little longer, you know? Yeah, sure, Kaito. Do what you have to do. We'd have to reschedule our training session either way, come to think of it. The student council said being out after nighttime was prohibited, right? Well, if you're feeling sick, that's one thing, but I don't want you to change the training schedule. Oh, was hat es? Das hat wieder so Bing gemacht. Ich denke, immer wenn es Bing macht, ist es was Wichtiges. Ja, irgendeine wichtige Aussage oder ein wichtiges Ereignis. Und in dem Fall, er will sich den Regeln unterwerfen? Warum das? You don't need to do that. Really? But I don't want to skip it. So it'll just be the two of us training today. What? Really? You don't want to? Do you want to die? To die? Dun dun dun. Ach, bitte nicht. Oh, sorry. That's an old habit. Just pretend you didn't hear that. I didn't know such a habit existed. Leute haben allerlei hier Angewohnheiten, je nachdem auch, was die für eine Position haben. Gutes Beispiel, die Königin, die Herzkönigin aus Alice aus Alice im Wunderland. Wenn die irgendwas geärgert hat, ab mit dem Kopf! Hm? Super, jetzt hatte ich hatte mir jetzt beinahe was gezerrt. Ich hab's schon gespürt, die Muskeln. Hey, Jovo, mach mal ein bisschen langsamer hier. Warn mich vor. Anyway, I don't want to give up now. I finally started to think about how I can confront it. So if I have to train alone, so be it. Was? Ihre Angst, ihre Schwäche konfrontieren? Maybe it's just because you're not feeling well, but this is really unlike you, Kaito. I never imagined that you would obey Angie. I thought you did whatever you wanted. Shuichi, I'm sorry, but
Can I leave the training to you until I'm feeling better? Of course, Kaito. I nodded firmly, then chased after Maki and headed to the courtyard. Oh, Kaito, du verheimlichst was und es nagt an deiner Seele, aber was ist es bloß? Maki, about Kaito. You shouldn't worry about it. He's just feeling a little weak because he's sick. I'm sure he's not. Bitte nicht wehtun. My body stiffened on impulse. Maki's eyes and the entire aura surrounding her had completely changed. Her glare was blazing hot, yet icy cold at the same time. Kann man das irgendwie einstellen, wie bei der Mikrowelle? Her very essence was that of ice and fire. Maki? Oh. But her glare wasn't aimed at me. It was right past me. Wer steht da hinter mir? Na, Tenko! Oh, such intense hostility. So this is your power. A normal person would have passed out just from that glare. Es ist das Königshaki. Tenko? You probably want me to leave, right? But I won't run away. I'm not here to fight you. And I don't think you're here to enforce the curfew. What? That's right, Maki. I'm not here as a student council member. I'm here to ask you a favor. A personal favor. A favor? From us? I don't think she is with the student council. She doesn't sound brainwashed. Yeah, I'm not brainwashed at all. Heißt das, die tut nur was vortäuschen, damit sie der Hibiko nah sein kann? What? Was? You're not brainwashed. Does it mean you willingly joined the student council? That sounds worse. Tenko, klär uns auf. Tenko, what are you talking about? I thought you believed in Natur. I could never believe in Angie's God. What? I only believe in Aikido. As long as I have that, I can't be swayed by anything. Aikido values mental fortitude, and Aikido moves are a reflection of that fortitude. Thanks to Aikido, my mental fortitude is too mighty to succumb to Angie's brainwashing. So you just pretended to be brainwashed? Why would you do that? It's because you're worried about Himiko, aren't you? Denke ich mir auch. You pretended to be brainwashed to join the student council, right? I think Himiko has gotten so lazy, she's given up on thinking for herself. That's why she's depending on Angie, but I think Angie is dangerous. The student council idolizes Angie so much. They don't see how dangerous she is. Das mag ich auch. Ich hab so eine Schwingung bei der Angie, das wird mir unheimlich. That became clear to me after I infiltrated the student council. Angie truly believes in Natur. She believes that she is under Natura's protection. That's why she does whatever she wants. She thinks she is Natura's vessel, so she doesn't feel guilty about anything she does. And that's why you want me to kill her. Hä? Asking someone like me for a favor can only mean one thing. Das kann nicht dein Ernst sein. I won't deny that. I've wanted her gone even before all this happened. And I think everyone has wanted someone to die at least once in their life. Da kann ich nicht hier diskutieren. But going through with it is a different thing. It's wrong for a person to commit murder. It doesn't matter what the reason is. Do you realize who you're talking to? Oh, I'm so sorry. That's not what I meant. I just wanna stop Angie. The resurrection ritual is too dangerous to try. If we go along with Monokuma's motive, it could lead to another killing. But the student council won't defy Angie, and I can't stop her on my own. That's why I came to ask you two. You're the only ones who can stop Angie. Only us? Well, I obviously can't ask Kokichi, Miyu or Kiyo, and Kaito's not feeling well, you know. I see.
You didn't have many options. Yeah, that is true. So please help me. You have to convince Angie not to perform the ritual. I'm begging you. Tenko bowed down as deep as she could. Well then, let's go. What? We didn't even answer yet. Quit complaining and do this favor me, you degenerate. Hör mal zu, wenn du hier jemanden um einen Gefallen bittest, solltest du ihn nicht hier beleidigen. I'm even bowing to you, and I would never do that for any male. That's not the best thing to say to someone you need a favor from. Richtig. You're very sincere. I can tell that you're not used to asking others for help. So what will you do, Chuichi? This seems like something you'd ignore. This is something I'd ignore? Who do you think I am? No, I'll do it. I was just thinking is all. I agree with Tenko that it's dangerous to go along with Monokuma's motive. Then do something about it already! I thought males were supposed to be decisive! Echt, diese Doppelmoral bei ihr. Entweder sind wir hier heruntergekommene Wesen oder wir sind nicht das, was wir sein sollen. Entscheid dich mal. I guess I'll forgive you though. Now, let's go convince Angie together. She should be preparing for the ritual right now in the Ultimate Artist Lab. Together? I'm going too? Of course. I wouldn't ask just Shuichi for help. I just agreed to help, and this is how you treat me? Oh well, I just go to Angie's lab. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, so wie bei der Magic Show, dass jetzt der Moment sein könnte, wo etwas passiert. Ja, dieses Gefühl habe ich. Oh ja. So, kann ich mich teleportieren? Da ist der Kokichi. Können wir auch mit ihm brabbeln? Was macht er zu dieser Zeit und diesem Ort? Ja. Na du, stöberst du irgendwo rum in alten Ecken? This is an unusual group of people. Tenko's a student council member, so I get why she's here. But Shuichi? Maki? Are you guys even allowed to be here? It's already nighttime. I was just keeping watch for anyone out during nighttime hours. And then I caught these two roaming around. Yep, I'm just doing my job as a student council member, since I'm on the student council. Tenko, if you act that enthusiastic, you come across as suspicious. Kokichi, go back to your room and sleep. Oh, I see. You take your job very seriously. But you shouldn't lie. What? Lie down on the job, that is. Also, hat ein Wortspiel gemacht. Lie down on the job, that is. Yeah. Well, good night. Der hat sogar abgekauft. Do you think he could tell? Who knows? It's hard to tell with him. He's always spouting random nonsense. Anyway, let's hurry. Angie's in her lab, right? So, wie muss ich jetzt nochmal gehen? Wir müssen hier hoch. Wir müssen hoch, hoch, hoch. Höher bis zu den Wolken, bis wir sie kitzeln, bis wir sie kratzen. Weil ihr Lab war ja da in diesem neuen Bereich, auf der 4. Ebene, richtig? Ist hier noch jemand? Nein. Da ist die Angie, aber gut. Niemand, mit dem wir jetzt sonst interagieren können. Okay. Oh, Mann. Bang, bang, bang. So. Alright. It's right here. Just when I reach my hand towards the door. Oh wait. I'm pretty sure that door is locked. Locked? Wenn wir jetzt die tote Angie finden, ich wäre baff. Ah, that's right. Angie did say that she locks the room when she's working. I grabbed the doorknob anyway, just to test it. Click, click. So, it is locked. Move. Maki pushed me aside and began pounding on the door. Bam, bam, bam. Angie, open this door, now. Wait, Maki, you can't do it like that. Stop being little Miss Impatient. Then how should I do it? Angie will only open the door when a student council member calls for her. Tenko turned back to the door and gave it a few nervous knocks. Knock, knock, knock.
Angie, it's Tanko. I wanna talk to you about something. Can you open the door? Oh. Die Stimme, jetzt muss ich wechseln. Oh, Tanko? Yeah, it's me. After Tanko answers, the door flew open. Yaha, can I help you? Huh? Why are Shuichi and Maki here? Oh, I get it. You both want to join the student council, huh? Then you'll need to get acquainted with Atua. I'll introduce you to him. Please come in. No, it's not that. Let's go in for now. We can talk inside. Well, I suppose. Invited by Angie, we stepped into her lab. But... Oh, was werden wir sehen? Nein, nein, bitte nicht. Ich mag das nicht. Oh. Echt, immer diese Aussagen mit We weren't prepared for what we were about to see. Immer diese Momente, was werden wir sehen? Ein dunklen Altar, ein Kreis des der Toten. Oh, okay, ich habe gerade den kleinen Schreck... Ich habe wirklich gerade einen Schreck bekommen. Das sind wahrscheinlich Wachsfiguren, oder? Kaede? And Rantaro? Kirumi? Ryoma? I made them. Don't they look lifelike? Aren't they just divine? You made them? Yep, they're my very own handcrafted wax effigies. Wax effigies? Why? Why? For the resurrection ritual, of course. According to the Necronomicon, we need an effigy of the deceased to perform the ritual. So I went ahead and made these. Simple dolls probably would have been better, but once I got to work, a took possession of me. Yahaha! And before I knew it, I had made these. What do you think? Aren't they amazing? Ah, also man braucht etwas, was dem Toten hier, was dem Toten gehörte oder zumindest dem Toten entspricht. Und daher hat sie hier halt Ebenbilder gemacht. Eieiei. Aber wirklich sehr lebensecht. You do such cool things so innocently. What? It's incredible. For a second I thought they were real. Yeah, just like the real thing. But... Wax doll of Kirumi. It looks exactly like Kirumi. But actually... Like, it looks exactly like Kaede. The face and body, it looks like the real thing. But actually... Actually what? Fühlst du dich hier unbehagen? It really looks like Ryoma. But actually... The more I look at it, the more it looks like Rantaro. But actually... Aber sie wollten doch eigentlich nur den Rantaro wiederbeleben. Also wieso hat sie dann von allen eine Figur gemacht? You try pursuing her first. Detectives are good at talking, right? I feel like she might have some misconceptions about detectives. But I know Maki isn't very good at persuading people, so it's up to me. The fact that Angie can do things like this without a care is what makes her so dangerous. Please, you have to stop Angie. Was soll ich denn sagen? Angie, could you please reconsider? I see. Reconsider what exactly? The ritual that you're trying to do. I don't think you understand how bad that might be. Remember that this was Monokuma's motive. If he wants us to do it, it can't be good. But the dead can't really come back to life, so the people who died must still be alive. No, Angie, that's not possible. The bodies were not fakes, I'm positive, especially after seeing the wax effigies. The effigies were nearly perfect, but the real body still had traces of a soul. Ah, das meint er. A soul desperate to live, struggling, fighting for life. That's something that can never be replicated. No matter what technology you have,
You can't fake a soul. Ryoma, Kirumi, Rantaro, and Kaede are dead. I agree. I have no doubts that their deaths were real. Trust me, I've seen my fair share of dead bodies. I see. If that's what Maki says, then maybe they really are dead. Then, if we do the ritual, will we actually resurrect the dead? What a miraculous mystery! Huh? What are you saying? Someone who has died can't be resurrected. But that's not what Atua says. He says that if we do the ritual, everyone who has died up till now will come back. So if those four really are dead, then the resurrection ritual will surely work. Wenn das wirklich funktionieren sollte, hieß es ja nur, dass einer wiederbelebt werden kann. Hahaha, that must be right, cause Atua is never wrong. You're not gonna stop this, are you? Of course not. This is Atua's will. Hör mir auf mit Atua. This is your will, not Atua's. It's Atua's. Was würde ich ihr am liebsten sagen? Wenn das wirklich sein Wille ist, dann soll er es doch bitte selber machen und nicht du. Ansonsten wird man einfach nur glauben, dass du es willst. Atua told me that our friends will come back to life if we do this ritual. So we have to do it. We can't defy a direct command from Atua. Or else we'll get punished, you know? Ach ja, und wie soll diese Strafe aussehen? Will er uns hier Heuschrecken oder Frösche auf den Hals setzen, hä? You're probably still worried about the motive, Shuichi, but it's okay. Atua has spoken. Nothing bad will happen as long as you put aside all thoughts of escape. Ja, das kannst du schön vergessen, Schätzchen. Wir wollen hier raus. Is that so? Then there's no point talking anymore. Are we done talking now? Cause I'm still busy preparing for the ritual. If you're gonna slow me down, I'll turn you into a wax effigy. Tenko, let's go back for now. I think we may need another plan. Okay. After failing to pursue Angie, we reluctantly left the lab. Ist die Maki mit dabei? Ja, ich hab da noch ein gutes Gefühl. It's already night time, so please be careful as you head back to your rooms. Oh, dring, and dring. It's safe to say that Tenko has betrayed the student council, right? Huh? It's okay. I forgive you cause Atua forgives you. He's such a softie, you know. Ich denke, das nervt mich halt auch aus dem Grunde, weil ich bin zwar katholisch erzogen worden, ich bin aber nicht so eine religiöse Person, ja, und da, wenn ich jetzt mit so einer Person gegenüber treten, wenn ich mich wirklich mit so einer Person unterhalten würde, die halt so extrem religiös ist, oh, das ist anstrengend. I hope you will recommit yourself to the student council and help us make this place our paradise. Oh nein. Yes. Yeah. What's going on? Und Himiko erscheint. Why are Chuichi and Maki here? They're not on the student council, and it's night time. Himiko! Oh, it's nothing. Tenko simply betrayed the student council and brought these two to change my mind. Yeah? She betrayed us? That sounds like a big problem. But if you're saying it's nothing, then... Angie, you really are loved by Atua. Ach, wie faul kann man sein? Du willst dir nicht mal deine eigene Meinung bilden? And you are loved by Atua in return, Himiko. Stop it. You're making me blush. Enough already! Tenko walked toward Himiko and gripped her firmly by the shoulders. Yeah? Please snap out of it. Aren't you a mage? That hurts. Let me go. Himiko, why can't you see that you've been brainwashed? If you can't even see that, then you're not a real mage at all. What? Feeling angry? If you are, then show it. Get mad, get upset, yell at me. Just fight back already. Do something.
Tenko, let's just leave it be for now. Ah! I'm so sorry. I can't believe I just yelled at you. You must be tired, Tenko. I think it would be best if you got some rest. Sound good? Until then, I'll continue my preparations to welcome back our friend. Oh, die Tenko tut mir leid. Himiko didn't look Tenko in the eyes. Sie meint's ja nur gut, aber halt... man kann ja auch niemanden zwingen. Ich meine auch... Würde man wirklich sagen, sie sind brainwashed? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, sie haben sich wirklich frei entschieden, weil ihnen halt keine andere Wahl bleibt. Weil ich meine, nach der Sache jetzt mit Kirumi und Ryoma haben sie ja gesehen, wie weit das Killing Game uns treiben kann. Und daher brauchen sie, wie gesagt, irgendetwas, an das sie sich halten können. Ein Glaube, dass sie die Hoffnung nicht verlieren. Und wenn es halt dieser Glaube an Natur ist. After leaving Angie's lab, the three of us returned to the dorms. Tenko, are you okay? Ah! I said all those horrible things to Himiko and now I don't know what to do. I know she'd never hate me, but she demoted me from best friend to just a friend. You guys were best friends? Well, if you round up to the nearest whole number, we were basically best friends. I feel like you're running up a little too much there. Well, if you apologize, I'm sure she'll understand. That's right. We'll be like an old married couple once we overcome this rough patch. Married couple? Whoa, that was a quick turnaround. Ach ja. You should let Shuichi teach you how to apologize. He's really good at it. Really? That's the first time I've heard that. Don't worry. I'll use my own words to apologize to Himiko. Well then, see you tomorrow. Good night. Waving happily, Tenko returned to her room. She bounced back rather fast. I guess I didn't need to worry. Ah, you were worried? Huh? Is it weird for me to worry? Do you want to die? Ah, there's that habit again. Well, I suppose on the positive side, she's able to act more like herself around me. What about the ritual? Have you given up on pursuing Angie? I don't want to give up, but changing her mind might require less orthodox methods. Wie wär's zum Beispiel, wenn wir das Buch stehlen? Ich meine, ohne das Buch kann das Ritual nicht durchgeführt werden. Sie hat zwar das Buch, aber wenn wir einen Weg finden, irgendwie dran zu kommen und dann heißt es, whoopsie daisy, das Buch ist weg. Och, wir müssen leider ausfallen lassen, das Ritual. I need to think of another way. Less orthodox methods. Got it. I'll think about it. Maki hurried back to her room. So Maki's going to think about it too? I didn't expect that. But I'm glad. Oh, irgendwas braut sich da zusammen. Ich spüre es in den Knochen. Und zwar in meinen lebendigen Knochen, nicht den toten Knochen, die vielleicht wieder hier auferstehen. Especially now that I'm able to talk about things more with Maki. I don't know a lot about this place, but I don't know a lot about anyone either. It could be a good thing, or it could be a bad thing. Meine Damen und Herren, holt das Popcorn raus. In a past life, I was a fish. I grew up in a pond in a rural town, but I always dreamed of the city. One day, while my parents were feeding, I ran off to the city. Luckily, I was caught by a rich person who let me attend human school. But the other kids bullied me. They bullied me for silly reasons. Because of my order, and because of how I would flop around on my desk. And because of the way my mouth opened and closed as if I was dying. The trauma of my past life haunts me to this day. That's why I can never forgive bullying. I swear on my past life that I will get along with everyone.
Gut, zumindest den Abschnitt mit dem Mopping kann ich verstehen, das mit dem Fischsein nicht so. Ding dong, bing bong, Baby. Monokuma lässt grüßen. Oh, ding dong, ding dong. The intercom. This early in the morning. I wonder who it could be. Und das, meine Damen und Herren, finden wir raus in der nächsten Ausgabe von Danganronpa Version 3. Killing Harmony. Also es spitzt sich zu. Das Ritual ist wohl kurz davor durchgeführt zu werden, aber wird etwas dazwischen drin passieren? Und was wird es sein? Wird es vielleicht einen Mord geben? Und ja, auf welcher Seite? Weil das ist der Punkt. Es könnte auf der Seite der Autor-Folge einen Mord geben. Es könnte auf unserer Seite einen Mord geben. Wer könnte der Mörder sein? Jemand von uns? Und warum das Ganze? Finden wir es raus bei der Fortsetzung. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin sage ich nur noch 93 Euro. I love and entertain you. Und tschüss and goodbye.